Twilio Media Streams ohne Twilio. In diesem Tutorial holen wir einen bestehenden Voicebot self-hosted auf einen deutschen ZIP-Trunk mit der Zipgate Zip Media Bridge, ohne eine Zeile Code zu ändern. Warum sollte man den Carrier überhaupt tauschen? 3 Gründe. Erstens, eingehende Anrufe sind kostenlos. Twilio berechnet inbound plus einen Aufschlag für Media Streams. Zweitens, dein Audio bleibt bei dir. In der EU. Twilio routet EU-Nummern standardmäßig über die US-Region, solange du es nicht explizit umkonfigurierst. Drittens, du bekommst echte deutsche Rufnummern. Wir ersetzen den Carrier, nicht deinen Code. Das ist ein KI-Voicebot, der mit Twilio Media Streams läuft. In den nächsten Minuten läuft genau dieser Bot, ohne eine einzige Zeile Code zu ändern, über einen deutschen ZIP-Trunk. Das Anrufaudio verlässt dabei nie meinen eigenen Server. Das hier ist der bestehende Code. Er lauscht auf einem WebSocket und verarbeitet die Frames, die Twilio über Media Streams schickt. Ein Start-Event, dann ein Strom von Media-Events mit dem Audio und am Ende ein Stopp. Genau dieses Protokoll spricht auch die Bridge. Für deinen Code ist kein Unterschied erkennbar. Sie bekommt dieselben Events im selben Format. Deshalb müssen wir am Bot nichts anfassen. Auf der anderen Seite steht ein ZIP-Trunk. Ein Trunk ist im Grunde dein Telefonanschluss für die Cloud. Eine ZIP-Verbindung, über die Anrufe zu deiner eigenen Infrastruktur laufen, mit echten deutschen Rufnummern, monatlich kündbar, eingehende Anrufe sind kostenlos. Ich lege bei Zipgate einen Trunk an und logge mich ins Trunking-Portal ein. Dort finde ich die Zugangsdaten. Ich brauche die ZIP-ID, bei Zipgate 7 Ziffern, ein kleines T gefolgt von einer 1- bis 4-stelligen Zahl, das zugehörige Passwort und die Registrardomain, meistens zipconnect.zipgate.de. Die Zipgate Zip Media Bridge ist klein, so passt die ganze Konfiguration in eine einzige Datei. Ich kopiere die mitgelieferte Beispieldatei nach .env und trage die ZIP-Zugangsdaten ein. ZIP-ID, Passwort, Domain und Registrar. Das wichtigste Feld ist die WebSocket-Ziel-URL. Sie zeigt auf mein bestehendes Backend, also auf genau den Bot von vorhin. Ein Hinweis aus der Praxis: Wenn die Bridge hinter einem NAT läuft, musst du noch ein paar weitere Parameter setzen, die in der Beispieldatei beschrieben sind, sonst kommt das RTP-Audio nicht an. Mehr Konfiguration braucht es nicht. Jetzt die Bridge selbst. Mit dem dokumentierten Docker-Run-Befehl die Env-Datei rein, Host Networking oder Port Mapping an, fertig. Das Image ist from scratch gebaut und enthält nur das statische Binary, rund 5,5 Megabyte. Deren Container ist praktisch in Sekunden geladen und gestartet. Nach dem Start registrieren sich die Bridge automatisch bei Zipgate. Hier im Portal siehst du sie als angemeldetes Gerät. Der Health Endpoint auf Port 9090 bestätigt es. Registered True. Und das ist die eingebaute Oberfläche, ein Live-Monitor der aktiven und getätigten Anrufe. Zum Einloggen brauchst du das Auth-Token, das steht in deiner Env-Datei und es ist dasselbe Token, mit dem du auch die REST-API der Bridge ansprichst. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich rufe die Nummer von Zipgate an. Ein wichtiger Punkt vorab: Die Zipgate Zip Stream Bridge kann parallel zu Twilio laufen. Du kannst also Schritt für Schritt umziehen, ganz ohne harten Schnitt. Das ist derselbe Bot wie am Anfang. Gleiche Logik, gleiches Protokoll. Aber der Anruf läuft jetzt komplett über Zipgate. In den Konsolen von Bridge laufen die Ereignisse mit. Und in der eingebauten Oberfläche taucht der Anruf live auf. Ich drücke ein paar Tasten, die TTMF-Töne erscheinen sofort im Log, genau wie vorhin beim Anruf über Twilio. Am Code habe ich nichts gemacht. Genau das war das Versprechen. Kurz zum großen Bild und zur Datensouveränität. Wir haben hier 3 Modelle. Modell 1, Twilio. Als US-Unternehmen unterliegt es dem Cloud Act. Der Zugriff durch US-Behörden ist möglich, egal wo die Server stehen. Modell 2, die Bridge. Anrufer, Zipgate Trunk, Bridge, dein eigener Voicebot, das Audio bleibt komplett bei dir.
Self-Hosted. Und falls du dich gar nicht ums Audio kümmern willst, Modell 3, Zipgate Flow. Der Anruf geht direkt in Flow, dein Bot bekommt nur Text rein und gibt Text raus. Die Daten werden dabei ausschließlich in Düsseldorf und Finnland verarbeitet auf selbst gehosteten Modell. Das war's. Das Repo und den Quickstart habe ich nochmal in der Beschreibung verlinkt. Deren Code ist Open Source MIT-Lizenz. Wenn du noch Fragen hast, ab in die Kommentare oder stelle ein GitHub-Issue. Danke fürs Zuschauen.